Hi ihr Lieben, es gibt Neuigkeiten bei Neko. Wir haben die zweite Generation des Neko Bambus Flexstrickspiels entwickelt. Nun auch für Feststricker. Durch den Einsatz eines neuartigen Kunststoffs gleiten die Maschen über den Verbindungsbereich reibungslos drüber. Das zeige ich euch. Ich habe hier etwas angestrickt und die rutschen hier schön darüber. Auch auf der Seite ist kein Problem. Wenn ich jetzt da hier abstricke, das geht wunderbar. Da klebt nichts, da bleibt nichts hängen. Also das klappt prima. Die Neko Bambus Flexnadel kommt dank des Memory-Effekts immer wieder in ihre V-Form zurück. Also ich kann jetzt hier so da dran mal draufdrücken, die kommt immer wieder zurück in die V-Form. Warum ist die V-Form wichtig? Zwei Neko Bambus Flexnadeln zusammen bilden die Runde ab. Entweder so, das wäre, wenn man sich das jetzt so betrachtet, im gestrickten, das bildet hier schon den Kreis ab. Oder wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel die Maschen von einer Nadel abzustricken, dann schiebe ich die ja alle hier auf die eine Seite von dem Schenkel. Das wäre dann dieser Fall. Und ihr seht, das muss immer, bildet das hier einen Kreis ab. Also jetzt in dem Falle wäre das wie ein Dreieck, aber es sollte dieser Kreis abgebildet werden. Und ich halte dann gerne beim Stricken, habe ich so die Finger. Gehe praktisch mit dem Mittelfinger hier in die Mitte von dem Kreis und mit dem Daumen halte ich das hier draußen fest. Und ich muss nicht jetzt hier noch die Nadel herandrücken, weil die hat schon die V-Form. Und wenn ich kleinere Kreise stricken will, dann schiebe ich das Ganze nur näher aneinander heran, die Nadeln. Also so, dann wird der Kreis immer kleiner. Und die Nadeln sind halt hier elastisch. Also wenn man jetzt so ein bisschen, wie bei so einem Bogenschießen, sage ich mal, man bringt hier so leicht ein bisschen Spannung drauf, dann geben die auch nach, ohne abzubrechen oder so. Also wenn man jetzt so ein bisschen strickt, kommt da natürlich immer so ein bisschen leichter Druck, wird hier darauf ausgeübt. Aber sie bleiben in der V-Form. Ich muss hier nichts festhalten, dass die so diesen Kreis abbilden. Als weiteres haben wir ein neuartiges Verfahren entwickelt. Hierbei wird der Kunststoff direkt mit dem Bambuspin verschmolzen. Also man sieht hier schön die Verbindung, kein Übergang sichtbar. Wir kommen dabei auch ohne störendes Metall aus. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Rundstricknadel sich anschaut, ich nehme jetzt mal ein Stückchen Wolle und will das so darüber gleiten lassen. Da hakt, stoppt und hier nochmal. Sowohl auf der Hin- als auch auf dem Rückweg. Und man muss auch hier, den Faden muss man erstmal, da ist auch der Durchmesser nicht konstant wie bei den Nekos. Das ist hier bei der 3,5er nahtloser Übergang. Also auch hier sieht man, da sieht man keine Übergänge mehr. Dank des neuen Verfahrens ist der Durchmesser von dem einen Nadelende bis zu dem anderen Nadelende konstant. Auf Kundenwunsch hin hat Neko noch weitere Nadeln in das Sortiment aufgenommen. Erst einmal hier zu den Farben, also die Farbe Grün beschreibt die Nadelstärke 2,5, die Farbe Gelb steht für die Nadelstärke 3 und die Farbe Orange für die Nadelstärke 3,5. Nun gibt es jetzt diese drei Nadelstärken jeweils mit drei verschiedenen Nadellängen. Nehmen wir mal die grünen und betrachten uns die genauer. Ich lege die mal so ein bisschen hier auseinander. Genau. Also das ist die herkömmliche Nadellänge.
die es bereits jetzt schon in der Vergangenheit zu kaufen gab, mit einer Pinnlänge von ca. 9 cm. Die liegt gut bei mir in der Hand. Also ich kann mich hier schön auf dem kleinen Fingerballen abstützen. Das gibt mir immer so ein bisschen Widerstand beim Stricken, das brauche ich. Ja, also wenn ich dann so stricke, das sieht dann so aus. Oder hier nochmal an dem gestrickten, da habe ich ja auch die Nadelstärke 2,5 und habe ich jetzt die 9 cm Länge. Also ja, das sieht man ganz schön. Also das liegt da gut drauf. Also ich habe da noch genug Widerstand, so dass ich hier eine Stütze drauf habe mit dem kleinen Fingerballen auf dem Übergangsbereich. Dann haben wir die XL-Länge. Das ist diese hier. Die hat einen Pin von ca. 11 cm. Und wenn ich jetzt hier meine Hand nehme, dann liegt die so. Oder ich kann noch weiter vorne sie festhalten, dann habe ich nur Kontakt praktisch mit dem Bambus. Eignet sich auch sehr gut für Socken, Ärmel, Babysachen, Weihnachtskugeln und so weiter. Und wir haben eine XXL-Variante. Da sind die Nadelpins ca. 12 cm lang und die ist gedacht für Mützen, Kragen, Loops, ja, und was euch sonst noch so einfällt. Wenn ihr mehr zu unseren Produkten erfahren möchtet, dann könnt ihr uns gerne besuchen auf unserer Webseite www.neconet.com. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, eure Diane.